Das Leben im Meer verspricht viele Abenteuer. Aber diese Geschichte über die unerwartete Begegnung eines Menschen mit einem wilden Tier mitten in den Wellen wird Sie wirklich überraschen und sicherlich Ihre Herzen erwärmen. Die Fischer Alan Russell und Mallory Harrigan sind mit anderen Mitgliedern ihres Teams auf einem Fangboot aufs Meer hinausgefahren, einige Kilometer von der Labrador-Halbinsel im Osten Kanadas entfernt. Und plötzlich stieß die Crew auf etwas Unerwartetes. Inmitten des tobenden Meeres saß auf der Spitze eines grippeähnlichen Eisbergs ein lebendes Wesen. Die Fischer dachten, es müsse ein Seehund sein, beschlossen jedoch, näher heranzufahren, um ihrer Neugier nachzugeben. Es stellte sich heraus, dass das tierische Passagierwesen nicht das war, was man normalerweise im Meer sieht. Das graue Wesen auf dem Eis war ein Fuchs, der in ernsthafte Schwierigkeiten geraten war. Alan und Mallory konnten das arme, pelzige Tier nicht seinem Schicksal überlassen, also beschlossen sie, dem Fuchs zu helfen. Doch sie mussten schnell handeln. Die Fischer fuhren mit dem Boot so nah wie möglich an den Eisberg heran. Der Fuchs war sehr verängstigt und ließ sich überhaupt nicht fangen, also musste das Team ein Stück Eis zusammen mit dem Tier abspalten und es mit Hilfe von Angelgeräten ins Boot ziehen. Gefangen in dem Netz kämpfte das wilde Tier verzweifelt um sein Leben, bis ihm schließlich die Kräfte schwanden. Wir wussten, dass wir die Einzigen waren, die ihm an diesem Tag helfen konnten, da der Wind die Richtung änderte und das Eis ihn weit hinaus aufs Meer trieb, sagte Alan. Dank der mitfühlenden Fischer hat der gefrorene, verängstigte und hoffnungslos verloren geglaubte Fuchs nun ein zweites Leben erhalten. Das Meer und die anderen Mitglieder des Schiffs haben eine improvisierte Unterkunft für den Fuchs geschaffen, damit er sich ausruhen und seine Kräfte sammeln konnte. Das gerettete Tier war so erschöpft, dass es mehrere Stunden in seiner Hütte schlief, ohne das angebotene Futter anzurühren. Als das Boot in den Hafen zurückkehrte, fütterten die Fischer den Fuchs, bevor sie ihn in die Freiheit entließen. Wir haben ihn in seine natürliche Umgebung zurückgebracht. Als wir ihn freiließen, reagierte er und rannte sofort davon. Wir sind sehr froh, dass wir dieses arme Tier gerettet haben, sagte Mallory. Die Frau erzählte auch, dass der Fuchs anscheinend jetzt ziemlich gesund ist, da die Fischer ihn jetzt oft in dem Gebiet sehen, wo sie ihn freigelassen haben. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.